Vergiss die Vorstellung von einem großen, gezielten Angriff auf Städte wie Dresden. Für Millionen Menschen im Rheinland und im Ruhrgebiet war der Luftkrieg kein einzelnes Ereignis, er war der Alltag. Köln wurde 262 Mal angegriffen, Düsseldorf 243 Mal, Essen sogar über 270 Mal. Stell dir das vor, jahrelang fast jede Nacht das Heulen der Sirenen, der Sprint in den Luftschutzkeller, das Warten im Dunkeln, während über dir die Welt zerbricht. Die Alliierten nannten diese Region das industrielle Herz des Reiches. Ihr Ziel war es, die deutsche Kriegsmaschinerie zu zerschlagen, indem sie die Fabriken und die Wohnviertel der Arbeiter lahmlegten. Die Zivilbevölkerung wurde zum direkten Ziel und mitten in diesem Inferno Tausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus ganz Europa, schutzlos in ihren Lagern neben den Fabriken eingepfercht, starben unzählige von ihnen bei den Angriffen. Ihr Tod ist ein oft vergessener Teil der Geschichte des Bombenkriegs, ein Puzzlestück, den auch Rechte allzu gerne verschweigen. Ein permanenter Zustand der Angst lähmte die Bevölkerung. Anstatt, was das Ziel des Moral Bombings der Alliierten war, den Krieg schneller zu beenden, indem die Deutschen dazu gezwungen wurden, gegen das Naziregime zu rebellieren, um diese unerträgliche Situation zu beenden, verwandelten die ständigen Bombenangriffe bei Tag und auch bei Nacht die Heimatfront in eine Kampfzone. Denn Briten und Amerikaner wechselten sich bei den Bombardierungen ab. Sie sorgten so fast für 24 Stunden für Terror aus der Luft und verwandelten jetzt deutsche Städte in einen Friedhof. Es war eine nie dagewesene Eskalation des Krieges mit den meisten zivilen Todesopfern. Von den 60 Millionen Todesopfern des Zweiten Weltkriegs waren 2 Drittel Zivilisten und nur 1 Drittel Soldaten. Dies war der Vernichtungspolitik der Nazis in Osteuropa, aber auch dem Bombenkrieg der Alliierten geschuldet. Denn die Bomben trafen neben der deutschen Bevölkerung auch immer wieder Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, die in den Außenlagern und Rüstungsbetrieben arbeiteten. Eine bittere Wahrheit, die wir niemals vergessen dürfen.